The court here decided to put this case in one of the smallest pads in the building. So only a handful of it. How on earth is that possible with all the massive interest in the case? What are they trying to hide? Why are they toning down the access to this important proceeding? In every proceedings we had in the Julian Assange's case, there has been obstruction for observers to get in, to observe the proceedings. Parliamentarians travelling from abroad cannot get into the courtroom. NGOs have not been able to get in to observe what is going on. Viele Leute nicht, dass nur ganz wenige Leute in den Gerichtssaal konnten. To get into the courtroom to observe what was going on. I believe that Rebecca Vincent from Reporters Without Borders was able to, and she has previously said that she has, and Reporters Without Borders have been observing proceedings against journalists in countries around the world, and they have never experienced anything similar as they have experienced here in the UK court system. So, what is all this about? Why is the system so obviously trying to keep the eyes away from what is going on inside here? Because of that, it is so important that all of you point a finger at the court and you tell them, we are watching you. The world is watching you. You cannot hide the travesty that has been going on against Julian Assange throughout all these years. There needs to be a change. There needs to be, in the end, justice. Justice for Julian Assange. Also er ist darüber beschwert, dass nur ganz wenige Leute reinkommen, dass die Technik so schlecht war, dass die Akustik so schlecht war. To bear witness. Those of you who are journalists, one of your main job is to bear witness to injustice. If you cannot stop it, at least bear witness. And what you are witnessing here in the case of Julian Assange is one of the gravest injustices that we've seen in latter times. And it will mark the end of journalism if he is extradited. It will not be able to continue in the same manner as before. So what is at stake for you journalists is basically your existential platform. So you have to fight. It's not activism to fight for the right to practice journalism. And for all of you supporters that came out here today, this is about your right to know. It's not about the right for journalists to practice their job and have security. The real reason why they need security is to be able to provide you the information, the truth. It's about your right to know. That's what's at stake here today. It's about the future, mate! Yeah, well, Dallas, you may be able to hear behind me, there's speeches being made at the lunchtime. These proceedings will continue this afternoon. They will continue tomorrow. Please stay here. These proceedings will continue this afternoon. Please they will continue tomorrow. How you feel about this travesty. And may I remind you that tomorrow after the proceedings we will march to Downing Street and we will voice our opinion there. End this travesty. Free Julian Assange. Thanks very much, Christian. Well, I was in one of the courtrooms this morning, one of the overflow annexes to watch that trial. At one point, the court proceedings had to be stopped in the main courtroom simply because the audio feed to the annex was insufficient for the journalists and the other observers to hear what's going on. Now, that's not a question of justice. It's just a question of competence to allow observers. Justice that is blind, justice that is behind closed doors, justice which is secret is no justice at all. Now we've seen
speakers from around the world. There are people here from around the world to support Julian Assange. And it's a very great pleasure to introduce to you now Vince Stefano from the sister organisation, the Assange Defence Campaign in the United States of America. Please give it up for Vince Stefano. Brothers and sisters, I am the National Organizing Director of Assange Defense in the United States, and I come to you today in shame for my country, which is persecuting a man whose only crime is sharing the truth of the war crimes, misdemeanors, and calumny of the United States government. He sits just 12 miles from here in Belmarsh Prison, but he is vastly closer to the American Gulag 4,500 miles from here in Guantanamo Bay, created by my country to sidestep the principles that we hold dear, that we loudly proclaim to the rest of the world. The presumption of innocence, equality before the law, a prohibition on torture and inhumane treatment, all of which have been denied to Julian Assange. Now I wish to address another individual who stands in the dock with Julian, who too will be prosecuted, who too will be denied justice. Who is that other unindicted co-conspirator? It is you. It is the people. It is your right to know that stands on trial in that courtroom. We cannot wait for the perverted British Jewish system or the perverted American government to provide us justice. Justice will only come when the voices of the people here and around the world are so loud that they can't ignore us any longer. Also Gerechtigkeit wird es nur geben, wenn unsere laute Stimme überall gehört wird. Free Assange now. We will be here today. We will be here tomorrow. We will be here as long as the struggle continues until Julian Assange is free and reunited with his family. And should he choose to do so after his long ordeal, once again inform, educate, and tell us what our governments wish to hide from us. Thank you all very much. Now, as I said before, there is barely a human rights or civil liberties organisation on the globe which is not saying that this extradition should be stopped. Every single one of them realises the peril to freedom of speech and a free press because of the way that this is now being conducted. And I'm very glad now to welcome to the platform Alexis de Sueve from the International Federation of Human Rights. Thank you. Hello to all of you. I'm Alexis de Sueve, lawyer at the Brussels Bar and Vice President of the FIDH, the International Federation for Human Rights. The FIDH, it's 188 human rights organizations around the world, and we came to London today and tomorrow to support Julian Assange. Why? Because the case of Julian Assange is a human rights case. It's about our civil liberties, about our fundamental freedoms. It's of course press freedom, but more generally freedom of expression. And without freedom of expression, we have no democracy anymore. And that's why we are all here today in front of the Royal Court of Justice to support Julian Assange. All the journalists in the world, and a lot of them are here today, but a lot are absent. I really don't understand why they're not supporting more their colleague, Julian Assange. This morning I had a live interview on the radio, and the third question of the journalist, it was a Belgian journalist, was, yes, but Julian Assange has put the life of Americans in danger, and Julian Assange, blah, 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 blah. Also er erzählt gerade,
über die Why this question comes from you? Because that is what the Journalisten, United die States dumme are Fragen defending in stellen. Und court. er hat heute Morgen ein Why are Interview you gehabt as mit einem journalists Journalisten aus repeating Belgien the und der hat ihm arguments of the gesagt, CIA? ja, aber That Julian should not Assange be hat ja your das job. Leben von amerikanischen Soldaten riskiert. And so Ja, we must all be aware und er hat gefragt, that our presence wie here, kann die Frage it's genau for von the dir human kommen, also rights, von einem it's for the civil Journalisten. liberties, it's for the freedom of expression, and that you cannot be prosecuted by exposing state crimes, crimes against humanity, war crimes committed by states like the United States, and be prosecuted for that. The question is, if Julian Assange is extradited to the United States, who will dare to be a whistleblower? Because either you're prosecuted, either the journalist who you give the information to will be prosecuted, and even if he's in another country, he risks to be extradited to a foreign country and faces lifelong prison sentence, 175 years or even more. And so it's our democracy that's in danger. We have to protect the investigation journalism, we have to protect the whistleblowers for our democracy, for human rights, for our fundamental freedoms. Thank you very much. Our argument that he will not receive a fair trial for his sent to the United States or extradited to the US, and that he is a political... And now Stella Assange is going to give you her impressions of what happened in the court this morning. Also Stella Assange, die Frau von Julian. Okay. I just want to speak a little bit to you because it's only a handful of us inside the room that actually can follow the proceedings. So I wanted to tell you about what was going on in there. Ich will jetzt mal kurz erzählen, was da passiert ist. We opened and we talked about Julian's political opinions Und dann haben and sie his political motivations, über seine And they are politischen clear. Meinungen und And they're Motivationen unchallenged. geredet. which is to expose state criminality. Haben sie gesagt, dass es And what happens when you Motivation expose ist, state criminality? Staatsverbrechen aufzudecken. The United States has taken a politically motivated prosecution against a journalist because he exposed them Die USA committing macht crimes. einen politischen And so what's going on inside this courtroom is to determine how the extent of the cover-up. How is this court going to deal with this case? We heard that the case was only brought after the United States said that it would do anything to prevent the International Criminal Court from examining an investigation into U.S. activities in Afghanistan, and of course WikiLeaks evidence in the publication that Julian's indicted over are part of that case. WikiLeaks has been used as evidence in the European Court of Human Rights and other foreign courts to expose state criminality. And the United States is abusing its legal system in order to hound and prosecute and intimidate all of you. What's at stake is the ability to publish the truth and expose crimes when they're committed by states. Yes. The outcome of this hearing today will make it clear the extent of the cover-up. The only fair, I shouldn't even talk about fairness at this stage, because the country that's trying to extradite him plotted to murder him. Yes. What are we even entertaining in these courts? How can any
How can you even entertain this hearing knowing what we know? It's all on the public record. And yet it continues. It's only a handful of us in that room, but you know what the stakes are. You understand what this is about. It's about you, it's about us, it's about the public's right to know. It's about the right to be able to speak freely without being put in prison and hounded and terrorized by the state. Yay! Thank you. Thank you all for staying, thank you all for listening. Please do stay this afternoon, please do come back and hear what will be happening in the courts. We'll be reporting back from this stage about 4:30 this afternoon. Please do stay around, do continue to protest. Please come back tomorrow and be ready when the court hearing finally ends tomorrow afternoon to march from here to Downing Street. We are the last line of defence for Julian Assange. We are the last line of defence in the most important free speech trial this century. And remember what it was that the New York Times said back at the time of the Iraq War, that there are two superpowers in the world. One is the United States, and the other is world public opinion. We are today the representatives of that opinion on the streets of London. Please make sure you stay and fight and march tomorrow. Thank you very much. Großes Gedränge jetzt hier. Die Leute kamen so schnell raus und auf die Bühne, da hatte ich keine Zeit, einen Gimbal zu holen. Deswegen wackelt es jetzt vielleicht ein bisschen. Was cool ist, die Sonne scheint. Eigentlich irgendwelche Interviews, aber keine Ahnung, ich sehe da nichts. Und diese Reporter, die sich hier so drängen. Das ist doch schön. Die Sonne ist draußen.
Genug ist genug. Jo. Freiheit für Julian Assange, meine Westen. Gibt's bei uns im Shop. Ach, bei mir im Shop. So, hier können wir jetzt nochmal die Buchstaben sehen. Letztes Mal habe ich es angekündigt, hat aber ewig gedauert, bis sie gekommen sind. Free Assange. Aus Freiburg. Wow, Mädchen! Süßer. Habt ihr es endlich hergeschafft, ey? Ja, wir haben es hergeschafft. Ja. Darf ich filmen? Ja, ich darf ja filmen, oder? Oder warte mal. Willst du kurz was erzählen zu eurer Reise? Nein. Nein? Frag mal Tanja. Tanja kann auch über Tanja. unsere Reise erzählen. Ich bringe das vielleicht nicht ganz so. Tanja, willst du kurz was über eure Reise erzählen? Live? Ja, komm, bitte. Nein, bitte nicht. Nicht? Okay, dann interview. Okay, oder du erzählst und ich filme dich nicht, okay? Wird das gehen? Nee, ist auch gerade nicht okay. Ist auch nicht okay. Okay. Was möchtest du denn dazu wissen? Dann auch. Nö, ja, kannst du einfach mal erzählen, wie eure Reise war. Wie lange seid ihr gefahren? Oh, das weiß ich gar nicht. Doch, ich weiß es. Wir sind um 9 Uhr ist der Reisebus gestartet aus dem Rhein-Main-Gebiet. 9 Uhr morgens. 9 Uhr morgens. Okay. Und wir hatten Zustieg im Rhein-Main-Gebiet. Wir hatten Koblenz, wir hatten Aachen. Und dann sind wir bis Calais gefahren und hatten leider nicht mehr die Fähre um 19 Uhr erwischt, weil man sollte 90 Minuten vor Abfahrt der Fähre dort sein. Und Das habt ihr nicht gewusst haben oder wir, nicht geschafft? Das haben wir nicht gewusst. Wir dachten, wir könnten einfach, wenn wir da sind, einfach drauf. Ja, Und dann mussten wir die 21 Uhr Fähre nehmen. Aber die hieß, Achtung, die Fähre von P&O hieß Spirit of France. Das ist doch kein Zufall. Okay. Ja? Spirit of France. Und dann nach Dover rüber und dann kamen wir hier irgendwann mitten in der Nacht an. Wir sind in einem Ibis-Hotel, ganz typisch, ne? Also in Mainz ist ein Ibis-Tempel und hier sind wir im Ibis-Hotel, das ist ganz logisch. Ja? Die Verbindung muss ja da sein. Ja. Und ja, nee, hat alles gut geklappt. Weißt du, wo unser Bus steht? Irgendwo bei Kensington. Und auf diesem Parkplatz vis-à-vis, da ist ein Gebäude und da sind lauter Blumenbouquets für Nawalny hingelegt. Oh, okay. Also es ist ganz die spooky. Heuchelei, ja. Richtig spooky, ja. Und nee, hat eigentlich alles gut geklappt. Also man wächst ja mit den Herausforderungen. Ja. Und morgen soll hier noch mehr los sein. Morgen wird sogar ein Aufzug sein. Nach der Verhandlung, genau. Genau, ein Aufzug vom Royal Court zu Downing Street Number 10, wo der Premierminister sitzt. Genau, ja. Sehr wahrscheinlich dürfen wir gar nicht in die Downing Street rein, aber zumindest davor. Ja, davor auf jeden Fall. Ja, okay, das ist ja wie hier einfach ein öffentliches Gebäude. Ja. Ja. Und auch sehr spirituell bei uns am Ibis Hotel ist die U-Bahn-Station West Brompton oder so ähnlich. Und da hängt Gandhi. Da hängt Gandhi, okay. Da hängt Gandhi. Also es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Okay. Das ist der Hammer. Wann fahrt ihr zurück?
Morgen, wenn wir hier fertig sind. Achso, ihr habt keinen festen Zeitpunkt. Ja, also ich sag mal, Julian raus und dann können wir ab vielleicht in den fahren. Bus und dann können wir nach eigentlich fahren, ne? Okay. Ja. So haben wir uns das zumindest vorgestellt. Ja, wir haben unseren Flug irgendwann Abend, 19 Uhr irgendwas. Das heißt, mal gucken, ob wir beim Marsch mitmachen können, je nachdem, wie lange es halt hier dauert. Ja. Das ist toll, dass du uns die Buchstaben vermittelt hast. Das ging ja um Ecken, ne? Ich glaube, Brigitte wollte von dir Westen und Birgit, oder? Birgit oder irgendwas. Ja, Birgit, du hast recht. Birgit habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe mit ihr schon so viel geschrieben. Doch? Also du kennst sie gar nicht vom Sehen? Nee. Ich weiß gar nicht, wie sie auf mich kam. Aber, nee, Birgit steht nicht bei den Buchstaben. Monika, weißt du, wo Birgit ist? Weißt du, wo Birgit ist? Birgit? Ja? Nein, Buchstaben? Nee, danke. okay. Nee, steht sie auch nicht. Nee, das war gut, weil das waren genau die Leute, die wir noch gebraucht haben von der Anzahl, dass die mitfahren. Ja, ich habe gehört, es waren 25 und dann seid ihr noch 25 geworden. Wir waren erst so 2021 Okay. und das war dann genau nochmal richtig gut, ja. Ja, wunderbar. Ja, mir ist halt irgendwie eingefallen, irgendwann mal, okay, man könnte die Schilder ja, also die Buchstaben ja auch mit dem Bus hin transportieren und wenn die dann auch noch mitfahren, ist umso besser. Darf ich Sie kurz etwas fragen? Ja? Ich bin ein Schweizer Journalist Ja? und habe ich gerade mit Schweiz ein Interview gemacht. Hätten Sie Lust, mit mir ein Interview zu machen? Über den Prozess? Über den Prozess War kann vorhin Ihnen drinnen. bestimmt Paul mehr sagen. Wollen Sie, hätten Sie Lust? Ja, Also nur, könnte ich wieso machen. Sie hier sind, wie Sie darüber denken. Viele Leute da sind und mir das schon gleich klar war. Ja. Du kommst aus Hannover und hast dort auch die Demos mitorganisiert. Also schon lange dabei. Ja, also in den letzten 3 Jahren, von Anfang an, seit der ersten Demo bis heute. Und, genau, Julian kannte ich aber schon vorher und habe auch vorher mich schon informiert, viel gelesen, viel gehört. Und, genau, und seit einem Jahr machen wir auch Mahnwachen für Julian. Ja, vorhin habe ich die Chris interviewt, die mit den Schneemännern für Assange, genau. Da gehörst du auch zum Team dazu. Nicht so ganz, weil ich könnte nie im Leben eine Stunde stillstehen und meinen Mund halten. Aber ich unterstütze Chris ab und zu und verteile Flyer und rede dann mit den Leuten, kläre die auf. Weil es ist total erschreckend, viele kennen ihn einfach nicht. Haben noch nie was von ihm gehört, sogar hier in London gestern. Also das ist total erschreckend. Ich weiß nicht, wie die Presse hier unterdrückt wird, dass so wenig Engländer scheinbar überhaupt wissen, dass er hier ist. Wir wissen natürlich nicht, was hier berichtet wird, ob hier überhaupt berichtet wird. Also das kommt mir schon komisch vor, dass so ein prominenter Gefangener hier ist und die Leute kennen ihn nicht. Wir hatten jemanden aus Ecuador kennengelernt, der kannte ihn, aber weil Julian in der Botschaft hier ja lange war. Aber die Engländer fast alle nicht. Das ist schon krass. Mit denen wir gesprochen haben, ja. Das ist erschreckend. Aber hier sind dafür heute umso mehr tolle Menschen, auch aus England. Also ein paar scheinen ihn dann schon zu kennen, Gott sei Dank. Aber ich hätte deutlich mehr Zuschauer erwartet. Ja, also ich hätte eigentlich gedacht, das müsste auf jeden Fall 5-stellig werden, aber kleine 4-stellige Anzahl. Ich glaube, den Menschen ist einfach nicht bewusst, wie wichtig dieses Thema ist. Wie wichtig. Und vielleicht sind die auch alle so demotiviert und ich weiß es nicht, dass sie denken, sie können eh nichts bewirken und das stimmt halt einfach nicht. Ich denke, jeder kann was bewirken, gerade wenn wir viele sind. Man kann Druck machen hier und ich finde es auch schade, dass es nicht mehr Leute sind, aber die hier sind, haben eine tolle Energie. Und, auf jeden Fall. Und davon wird Julian auch erzählt, da bin ich ganz sicher und wer weiß, er ist nicht allein. Ja, der ist ja heute nicht im Gerichtssaal. Nein. Also wenn ich das richtig verstanden habe, durfte er nicht. Ich bin nicht sicher. Ihm geht es gesundheitlich nicht gut genug, dass er da hingehen kann. Also ich meine, der erste Sprecher vorhin, wir müssen uns die Interviews nochmal anhören, aber ich meine, er hat gesagt, dass es eine Ungeheuerlichkeit ist, dass Julian nicht mal zu seiner eigenen Verhandlung dabei sein darf. Ah, okay. Und also ich meine, das verstanden zu haben. Also irgendjemand hat mir gesagt, ihm geht's gesundheitlich einfach nicht so das gut. Das habe ich vorher gehört.
Ja. Aber jetzt gerade, also wir müssen uns das nachher nochmal angucken, meine ich, dass der erste Sprecher jetzt nach der Pause gesagt hat, dass er nicht kommen durfte. Aber mein Englisch ist nicht perfekt, eventuell habe ich was falsch verstanden. Aber was die auch gesagt haben, ist jetzt unterbrochen, weil die Technik nicht funktioniert. Die haben den kleinsten Gerichtssaal ausgewählt. Okay, jetzt ist gerade Mittagspause. Also ja, ich war aber vorhin mit drin. der Technik, die ist immer abgestürzt. Ja. Und die haben den kleinsten Gerichtssaal ausgewählt, obwohl so ein großes öffentliches Interesse da ist. Ja, yeah. Also die Akustik ist auch nicht so berauschend drin. Die Sache ist, da ist wahrscheinlich die Stenografin, sitzt wahrscheinlich neben dem Mikrofon. Das heißt, du hörst die Leute reden, du hörst tak, 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 wie so eine uralte Schreibmaschine da halt klackern. Ja. Ich glaube, das wird sich auch kein Mensch wirklich angucken. Weil das ist, haben die denn im Gerichtssaal gesagt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht da ist? Oder ich weiß es nicht, ich war nur kurz drin. Nee, ja, das habe ich irgendwo gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Ja. Ich versuche das nochmal rauszukriegen und dann kann ich das ja nachher nochmal sagen. Super. Spaß noch. Okay, dann laufe ich noch ein bisschen rum. Ja, ich gehe mal auf die andere Seite. Dann könnt ihr mal die Buchstaben komplett sehen. Auf die Straße fahren immer noch die ganzen Taxis und Busse. Camera. Free Assange. Oh, 10 Zuschauer sehe ich gerade bei YouTube. Wunderbar. Okay, ab jetzt ist der Saal wieder geöffnet. Ich muss mal gucken, wahrscheinlich werde ich den Stream jetzt beenden und dann wieder reingehen. Na, wir gehen noch mal kurz zu der Bühne. Boah, hier mit den ganzen Kameras schwer durchzukommen. I'm talking about those who have the courage to tell truth to power. People like Julian Assange. And the reason, by the way, that you don't hear about it, you don't read about it, you don't see it on your television screens, is because the people that control these media organisations, they don't see people like Julian, or people like me, or people like you, as one of them. They don't see him as a journalist. They see him as a threat to power. Do you know what now, the answer of the? I mean, we are, as journalists, the eyes and the conscience of the people. A lawyer in Germany. But it's when we become a threat to power. I read an interview. And we are becoming a threat to power. Because journalism is under threat like never before. The acceptable narrative, what it's okay to say and what it's okay not to say. Julian Assange is a hero. Julian Assange ist ein Held.
Ich war kurz drin, ja. Ich bin übrigens die Birgit. Ich soll irgendwie sagen, ich soll von der Okay, dann kennen wir uns doch schon. Wir kennen uns ja doch schon. Ja, schon, ja. Damals beim ersten Prozess von der Monika. Genau, ja, aber ich habe in Mannheim habe ich dich auch nicht so ganz. Später ist es mir gedämmert. Über deinen Kanal, wer du bist, genau, ich bin das. Okay, super. Ja, ihr wart gut Pressemädchen, der Chris war die ganze Zeit drin. Nee, der Chris hat einen Livestream geguckt, aber da war irgendwie die Akustik schlecht, die Technik war schlecht und so weiter. Ich war kurz drin, aber da haben sie im Prinzip wahrscheinlich den gleichen Livestream gezeigt, in einem Nebenraum, aber nicht in den eigentlichen Verhandlungsraum. In den eigentlichen Verhandlungsraum, das sind nur ganz wenige, das war irgendwie die Frau von ihm. Und die Mannheimer auch. Das ist gleich hier auch nichts anderes. Ja. Also wir wollen einfach die Leute draußen halten. Ja, okay, in Mannheim konnten die ja wenigstens in den Gerichtssaal richtig rein. Hast du mitbekommen, das Urteil? 2 Jahre auf Bewährung. Also ich hätte gedacht, das gibt es nur ganz oder gar nicht. Was wollen sie? Ja, ich meine, wir gehen wahrscheinlich in die Revision. Ja, das ist jetzt halt so ein Urteil, so, naja, okay, dann ist jetzt mal ein bisschen Ruhe. Ich meine, gut, sie hat noch kein Berufsverbot. Ja. Und die kriegt noch irgendwie für die Zeit, wo sie die Strafe, ja, aber die kriegt noch für die Zeit, in der die hat ja ein Kurzzeit Berufsverbot, da kriegt sie eine Entschädigung, ja. Aber ich weiß nicht wie hoch. Ja, aber bei den Anwaltskosten, die sie hat, na, natürlich. Das ist ja schon wirtschaftlich. Also, ja, gehen wahrscheinlich die gesamten Ersparnisse drauf. Nichts gesehen. Ich habe einmal stand
an der Seite stand in der Du meinst, dass die da... Ja, genau, die Freiburger, Das sind echt viele. Ja. Auch welche, die hier In Berlin, Cottbus sind auch noch ein paar gekommen. Ja, ich sehe gerade, ja, warte mal, jetzt scheint es wieder zu gehen, aber okay, Verbindung war anscheinend schlecht. Ja. Ich beende es jetzt mal kurz und gehe dann mal wieder rein und werde mal von drinnen was bei Telegram schreiben, wenn sich da irgendwas tut. Ja. Also, danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke und dann kriegt ihr das auch immer mit, wenn ich dann wieder live gehe. Okay, bis später.